Über all das möchte ich sprechen mit Professor Volker Cronenberg, Politikwissenschaftler. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne, Frau Würzbach, guten Tag. Fangen wir gerne einmal in der Union an. Altkanzlerin Angela Merkel hat jetzt erneut Friedrich Merz scharf kritisiert. Beim ersten Mal hat man sich ja schon gewundert. Warum macht sie jetzt so weiter? Naja, sie will sich da treu bleiben. Es geht ja aus ihrer Sicht um sehr viel. Es geht ja doch auch um ein Kernelement ihrer Kanzlerschaft. Rückblickend war es ein langer Zeitraum ihrer Kanzlerschaft, aber es gibt ja wenige herausragende Bereiche und Themen, die man auch im Rückblick mit ihr verbinden wird. Und dieses Wir schaffen das und 2015 fortfolgende, die Flüchtlingspolitik, Migrationsthema, Integrationsherausforderung ist natürlich ein Schlüsselbereich. Und da geht es ihr natürlich darum, dass sie hier ein Stück weit natürlich auch die Interpretationshoheit für sich behält oder umgekehrt eben bei dem bleibt, wovon sie überzeugt war. Und das ist das, was ich mit dem Auftritt gestern in Hamburg da verbinde. Ich würde nicht sagen, ich habe mir das sehr genau auch angehört und angeschaut, dass sie noch nachgelegt hat, sondern sie ist da bei ihrer Linie geblieben und sie hat auf der anderen Seite aber eben nicht diesen Streit weiter befeuert, sondern sie hat ja im Grunde zum Ende dieser Passage, als es um diese Themen ging bei der Veranstaltung, ja auch deutlich gemacht, dass sie eben froh ist, dass die Union Signale aussendet, bis an die Spitze, bis Friedrich Merz, dass man eben nicht mit der AfD so etwas wiederholen will, beziehungsweise eben nicht mit der AfD aktiv zusammenarbeiten will oder gar koalieren will. Also sie ist da bei sich geblieben, treu geblieben. Aber eben hat sie nicht nachgelegt. Noch was ganz anderes, so wird was natürlich die Frage, wie wirkt sich das jetzt auf den Wahlkampf der Union aus? Schadet das Friedrich Merz wirklich nachhaltig oder nicht? Ja, wie ist da Ihre Ansicht? Friedrich Merz versucht sich ja von Angela Merkel thematisch sowieso zu distanzieren. Eigentlich könnte man ja dann sagen, das hilft ihm nur. Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Man hätte ja im ersten Moment, als letzte Woche diese Meldung aus dem Altkanzlerinnenbüro kam, diese Distanzierung, einen Schrecken kriegen können im Konrad-Adenauer-Haus. Hat man bestimmt auch. Aber dann hat man eben gesagt, nee, wir bleiben bei unserer Linie. Und ich würde doch auch sagen, wenn wir uns die letzten Tage anschauen, ist natürlich viel passiert, viel Unruhe im Land, Demonstrationen, brachiale Rhetorik, Tor zur Hölle, anderes mehr. Aber ich beobachte nicht, dass sozusagen Friedrich Merz, wir haben den Parteitag erlebt am Wochenende, wenn wir uns jetzt auch die Landesfürsten, die Ministerpräsidenten anschauen, die Gliederung der Partei, dass hier viele fahnenflüchtig werden oder dass sie seine Führung in Frage stellen. Im Gegenteil, ich sehe ihn als den starken Akteur. Man schaut sich um ihn. Denn eins muss man ja auch sehen. Und das ist ja insofern auch ein kluges Narrativ des Adenauer Hauses der CDU, dass man sagt, na ja, wir sind ja nicht mehr in den damaligen Jahren, sondern, und das war ja gestern die Brücke von Merkel auch, in den 3 Jahren der Ampel ist ja manches auch passiert. Ist die AfD immer stärker geworden? Sind wichtige Weichenstellungen eben nicht vorgenommen worden zur Begrenzung illegaler Migration? Und da bleibt sich Merz treu und er sagt natürlich alles zu seiner Zeit. Die Verhältnisse haben sich verändert, beziehungsweise es ist eben nicht ausreichend geschehen, um das zu begrenzen. Es kommt zu viel, es kommen die Falschen. Und ich beobachte, würde auch voraussagen, wenn jetzt die neuen Zahlen kommen, dass das nicht nachhaltig der Union schadet, vielleicht auch nicht wirklich nützt. Aber wir haben nur noch ein kleines Zeitfenster vor dem Wahltermin. Es sind noch nicht mehr 3 Wochen. Das war jetzt sozusagen nicht das Ereignis, das jetzt die SPD einen dramatischen Umschwung bereitet oder die Grünen stark macht, sondern ich sehe eher, dass der große Vorsprung der Union vor Rot und Grün bleibt. Friedrich Merz will den aber noch weiter vergrößern und hat deswegen jetzt eigentliche Freunde doch auch zu Feinden gemacht, indem er die FDP angegangen ist, gesagt hat, das sind verlorene Stimmen, 4% für die FDP sind 4% zu viel, man müsste eigentlich Union wählen. Wie bitter ist das jetzt für Lindner und Co., denn ihre einzige Chance auf Regierungsbeteiligung war ja eigentlich eine Koalition mit der Union? Völlig richtig. Ich würde hier eher so eine Kontinuitätslinie strategisch sehen der Union des Adenauer Hauses. Natürlich jetzt nochmal klar auf den Punkt gebracht.
Es ist unklar, ob die FDP es schafft. Leihstimmenkampagne wird es nicht geben. Im Grunde hat sich aber Lindner früher auch davor ja verwahrt und hat gesagt, wie demütigend muss das denn sein, dass die FDP auf Leihstimmen der Union angewiesen ist. Natürlich setzt man da auf eine bürgerliche Koalition aus Schwarz und Gelb, aber das rückt doch immer weiter ein Stück weit in die Ferne. Einerseits, auf der anderen Seite ist es vielleicht für die FDP knapp unter 5%. Gar nicht so verkehrt als knapp drüber, weil das kann natürlich auch auf den letzten Metern, wie gesagt, knapp 3 Wochen auch nochmal die Kernwählerschaft mobilisieren, sodass man reinkommt. Ich halte das in keiner Weise für ausgeschlossen und umgekehrt, weil Sie nach Merz gefragt haben, diese Abgrenzung. Will die Union maximal alles ausschöpfen, um ganz klar vorne zu liegen, weil es natürlich Stand jetzt, wir haben die letzten Tage und Wochen angesprochen und das wird sicherlich nicht, sagen wir mal, wirklich ruhiger in den letzten Tagen vor der Wahl. Es werden harte Gespräche. Man muss da erst auch wieder ein Stück weit sich beruhigen und muss dann sehr pragmatisch und dann auch zügig natürlich in Koalitionsverhandlungen kommen. Und das will die Union aus einer Position maximaler Stärke. Insofern sagt sie, wir haben keine Stimmen zu verschenken, sondern wir müssen ganz klar mit Abstand die stärkste Kraft sein und dann im Zweifelsfalle, das ist die Boris-Rhein-Strategie Hessen, unter verschiedenen Koalitionspartnern gegebenenfalls dann auswählen zu können und damit natürlich aus Sicht der Union maximale Positionen oder eben so viele Positionen wie möglich durchsetzen zu können. Ja, die Koalitionsgespräche, die werden besonders spannend. Nochmal die Zitterpartie für die FDP, die geht auf jeden Fall jetzt noch mal weiter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.